Hallo und willkommen bei Brickman, dem Kanal für Klemmbausteine von damals und heute. Diesmal ist der zweite Teil dran unserer Triple-Premiere von dem Kader-Set C63002 mit ganzen 1812 Teilen, 4 Bauabschnitten und 429 Bauschritten. Das Set ist aus dem Jahr 2021 und schaut einem Pagani Huayra Roadster BC ziemlich ähnlich. Das Ganze wurde mir von der Firma Lesdi zur Verfügung gestellt, dieses Set. Ich möchte mich hiermit nochmals bedanken, dass Sie mir das Vertrauen geschenkt haben, dass ich dieses Set für Sie vorstellen darf. Im Gegenzug mache ich natürlich gerne etwas Werbung für Sie. Und zwar ist in der Beschreibung drinnen die Homepage verlinkt, lesdi.de wie gesagt. Die haben ein recht großes Sortiment an Klemmbausteinherstellern. War überrascht, habe die Firma vorher eigentlich nicht gekannt. Die sind an mich herangetreten. Es war ein sehr netter E-Mail-Austausch. Sie waren auch sehr schnell mit dem Versand des Sets, also innerhalb einer Woche knapp war es bei mir und es hat alles toll funktioniert, waren zuvorkommend nett. Also ich denke mal, die Firma, die hat es drauf. Vor allem, das habe ich auch im ersten Teil schon bemerkt, die haben seltene Dinge auf ihrem Kanal, auf ihrer Homepage. Zum einen gibt es 3D-Metall-Puzzles, was ich total toll finde. Ich habe sowas vorher gar nie gesehen. Es ist so in dem Stil des Steampunks gebaut. Da kann man Lampen bauen oder solche Sachen. Und man sieht da die Mechanik dahinter, viele Zahnräder. Man muss einiges zusammenschrauben, eine Zange wird sogar mitgeliefert und. Also sowas habe ich vorher gar nie gesehen und bin ich begeistert davon, muss ich sagen. Und was mich noch mehr begeistert, das ist der erste Kanal, also das ist die erste Firma, die MOCs anbietet. Also schon die Teile raussortiert und in Kartons verpackt. Das bekommt man ganz normal wie ein ganz herkömmliches Set, wie dieses Kader-Set zum Beispiel, bekommt man einen MOC. Und dieser MOC wurde von den Mockern selbst, also der sich dieses Modell ausgedacht hat, autorisiert, dass die Firma Lesdi das in ihrem Namen verkaufen darf. Also finde ich total genial. MOC, ich habe es ja schon im ersten Teil erklärt, wer möchte kann da mal kurz drauf schauen. Das sind My Own Creations, MOC, meine eigene Kreation. Da gibt es schlaue Leute, und vor allem kreative Leute, die denken sich zum Beispiel so einen Sportwagen aus, geben das dann meistens auf Rebrickable, auf die Seite Rebrickable und als Zugabe gibt es dann sogar noch einen Bauplan drauf. Den kann man sich dann runterladen gegen ein bisschen Obolus und kann auch gleich die Teile auf Rebrickable dafür raussuchen. Das ist meist mit hohen Kosten verbunden, das Ganze, das Teile raussuchen und das Teile kaufen dann. Und Lesdi bietet da quasi eine Komplettlösung an. Die verpacken diese Teile, die man braucht für dieses Set, in einen Karton und versenden das dann. Ganz einfach. Gibt es nicht viel drumherum, man braucht sich nichts raussuchen. Total unkompliziert. Und wie gesagt, autorisierte MOCs. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Bin ich ganz begeistert. Gut. Das letzte Mal sind wir ja bis zum Bauabschnitt, also inklusive des Bauabschnitts B gekommen. Heute geht es weiter mit Bauabschnitt C. Und ich denke mal, dass wir heute fertig werden können, weil ich wollte eigentlich ursprünglich ja einen Teil nur machen, aber durch mein vieles Gequassel, was ich dort andauernd veranstalte, geht sich das nicht immer aus, so wie ich mir das so vorstelle. Und jetzt habe ich das müssen auf 2 Teile aufteilen. Gut, ich würde sagen, legen wir gleich los
mit Bauabschnitt C. Der Bauabschnitt C ist beendet. Gebaut habe ich hauptsächlich Verkleidung. Gebraucht habe ich dafür gute 3 Stunden, 3,25 Stunden. 145 Bauschritte waren dafür notwendig, dass es aussieht, wie er jetzt aussieht. Was ist konkret dazu gekommen? Zum einen Verkleidung vorne, sprich Kotflügel, Radlauf links und rechts. Haube, ich schätze mal, darunter dürfte ein Kofferraum sein. Weiß ich nicht ganz genau. Ich war zwar schon mal bei Pagani, bei der Firma dort, und der hatte gleich angeschlossen ein Museum bei der Firma. Dort kann man für kleines Geld dort reingehen und sich die Autos ansehen, die bisher gebaut wurden von Pagani. Der Huayra, so wie er da ist ja quasi das letzte Modell von Pagani. Das Vorgängermodell war ja der Sonda. Da hat es verschiedene Ausführungen gegeben und war ganz interessant. Im ersten Stock, wenn man vom Museum raufschaut, hat er ein Büro, der Herr Pagani, und mit einer großen Glaswand, dass er quasi runterschauen kann ins Museum. Und wir haben ihn dann oben sitzen sehen. War er wahrscheinlich gerade in einem Verkaufsgespräch, ist mit einem anderen Herrn gesessen. Also habe ich den auch schon mal live gesehen, aber nur heute nicht ganz nah. Aber ich schweife schon wieder ab. Was ich eigentlich sagen wollte, im Museum dort war kein Modell mit offener Frontklappe. Ich kann es nicht sagen, aber ich schätze mal, die dürften da wirklich einen kleinen Kofferraum haben. Viel passt da sowieso nicht rein. Was ist sonst noch dazu gekommen? Hintere Seitenverkleidung mit Radlauf auf beiden Seiten. Ein Auspuff ist dazu gekommen, der ist vierflutig in der Mitte und leicht schräg angeordnet. Es ist tatsächlich im echten Modell, also im echten Huayra, ist es genau so auch. Ob er jetzt in weiß ist, weiß ich nicht. Müsste ich nachschauen. Aber das ist schon sehr gut nachgemacht. Also das entspricht schon ziemlich der Realität. Was ich auch noch sagen muss,
ist, dass die Paneele hier perfekt sind. Also man sieht zwar in der Kamera, also am kleinen Kontrollmonitor, was ich da jetzt habe, sehe ich das nicht, aber es ist wie lackiert, dieses Teil. Es greift sich komplett an, wie wenn ein Softlack drauf wäre. Also das haptische Erlebnis ist ein Traum. Ganz weich, die Oberfläche, ganz toll und hochglänzend. Ist Wahnsinn, das Panel. Im Vergleich zu diesen da, das sieht man, das ist matt. Greift sich zwar auch gut an, aber nicht so gut wie dieses. Ist echt ein Traum. Und ich habe sowas noch nie gesehen, solche Paneele. Genauso auch die vorderen Radläufe. Ein Traum. Genauso auch Hochglanz und total wie eine perfekte Lackierung. Diese Paneele ebenso, hier und hier, sind auch in Hochglanz. Diese auch, die kleinen da, was um die Ecke gehen. Also Wahnsinn. Top-Qualität und das greift sie herrlich an. Wahnsinn, super. Die schwarzen sieht man ein bisschen, sind leicht fleckig. Ist nicht so gute Qualität wie die weißen. Gut, bei weiß sieht man es nicht gleich. Und es ist auch von der Haptik her ist es ähnlich. Sind die schwarzen großen Paneele ähnlich. Die sind auch leicht biegsam, wie man sieht. Aber sonst top, echt top. Es ist auch alles hart oben, es wackelt nichts, es ist super befestigt. Hinten auch, es fällt nichts ab, man kann da herumreißen, da passiert nichts. Es ist total stabil alles. Das da hinten, das wird noch befestigt, man sieht, es wackelt noch leichter, aber vorne ist es fest, da bricht gar nichts runter, man kann überall daran rütteln. Das ist sogar zum Spielen geeignet, meiner Meinung nach, das Modell. Alles top. Armaturenbrett ist auch dazu gekommen. Man kann ein bisschen zoomen. Da sieht man zum Beispiel die Mittelkonsole. Da kommt dann noch ein Aufkleber drauf. Dieser hier. Und der ist auch dem Original ziemlich gut nachgemacht. Da ist ein Bordcomputer drin, man sieht eine kleine Zeichnung des Autos. Beim Starten erscheint immer dieses Bild und das kommt, glaube ich, dann später daher. Die zwei Dinger da oben, ich glaube, das sind Lüftungsdüsen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich denke fast, das ist so. Armaturenbrett ist auch dazu gekommen, da gibt es dann noch Aufkleber auch für Tacho, Drehzahlmesser und so weiter. Und tippitoppi, Lenkrad funktioniert auch gut. Kann ich hier kurz herzeigen, auch ein bisschen rauszoomen. Es ist halt, wie gesagt, der Lenkeinschlag ein bisschen limitiert. Das muss ich mir später dann anschauen, vielleicht kann man da noch was machen. Motorabdeckung ist zum Teil schon drauf. Ich weiß nicht, ob da noch mehr kommt oder ob das schon das Ganze war. Vor allem sieht man aber schön den V12-Motor rausleuchten. Die Federn sieht man rausleuchten. Ich muss mir das anschauen, ob das im Original auch so ist, aber ich glaube fast. Also bis jetzt tipptopp, bin komplett begeistert von diesem Modell. Also Kada, Hut ab, sehr gut gemacht. Und vor allem die Radläufe da sind ein Traum. Also komplett kratzfrei und die Oberfläche ist extrem schön zum Angreifen. Die Sachen sind bisher übrig geblieben von den 3 Bauabschnitten. Was auch noch zu erwähnen ist, es gibt die Zweier-Kreuzachsen, sind in schwarz, meistens sind die ja rot, diesmal in schwarz, auch super. Und die Dreierpins mit Achsstopper sind in weiß. Toll! Bin echt begeistert von dem Modell. Wenn das jetzt so weitergeht, kann ich nur wirklich Gutes sagen darüber. Also ich habe bis jetzt noch nichts Schlechtes da entdecken können. Okay, das war's für Bauabschnitt C. Weiter geht's mit Bauabschnitt D.
Der Bauabschnitt D, zugleich der 4. Bauabschnitt, ist beendet. Gebaut habe ich einen Windschutzscheibenrahmen, der auch hier runter geht. Spiegel, Außenspiegel sind dabei. Innen drinnen sind Fahrer-Beifahrersitz dazugekommen, außen die Fahrer- und Beifahrertür. Eine Motorabdeckung ist hier drauf gekommen, der Heckspoiler und ein Heck ist dazugekommen, also die Heckverkleidung, besser gesagt. Naja, und die Räder sind auch drauf. Gebraucht habe ich dafür gute 2,5 Stunden. Es war wieder lässiges, entspanntes Bauen. Es hat keine Zwischenfälle gegeben. Es war nichts, was einen vor Rätsel stellen würde. Gewisse Baulösungen haben mir wieder gut gefallen, was sie gemacht haben. Es hat auch keine Fehlteile gegeben. Es war bis auf dieses Panel hier, wenn wir schon dabei sind, sieht man wahrscheinlich schlecht, da ist ein kleiner Farbeinschluss drin, ein schwarzer. Das ist aber das einzige Panel hier, das einen kleinen Fehler hat. Alles andere funktioniert und war top. Wenn wir schon dabei sind, machen wir gleich bei den Türen weiter. Die sind super stabil. Man kann das gesamte Auto drauf aufheben. Wenn ich jetzt die beiden Türen öffne, sieht man, das funktioniert, da wackelt nichts. Die sind super gelöst. Es ist auch gefedert, der Mechanismus der Türen. Das heißt, sie springt, wenn sie zu ist, alleine zu. Also wenn man sie zudrückt, alleine zu. Springt auch alleine auf. Super gelöst. Das Einzige, was man vielleicht verbessern könnte, die Feder haben sie hier im Einstieg eingebaut. Es wäre vielleicht besser gewesen, wenn man die nach vorgelegt hätte, dass sie in den Fußraum hineingeht. Wäre vielleicht ein bisschen schöner, dass man es nicht so präsent sieht, wenn man die Tür aufmacht. Aber der Mechanismus funktioniert perfekt. Was auch noch toll gemacht ist, sie haben eine Innenverkleidung raufgegeben auf die Tür. Die kann man zwar ein bisschen hochheben, man sieht dann das Innenleben der Türe hier, aber immerhin ist es so viel schöner, als wenn man da, wo es zusammengeklemmt wird, wenn man das sieht, gefällt mir das besser. Super gemacht. Die Sitze, das freut mich auch, sind einmal wieder neu vom Stil her, wie man sie zusammenbaut. Es ist immer wieder schön zu sehen, dass sich Designer was einfallen lassen, was so alltägliche Dinge wie eben Sitze angeht, und dass man nicht immer wieder das Gleiche baut. Man könnte ja theoretisch immer die gleichen Sitze einbauen bei den Fahrzeugen, aber hier super gelöst. Freut mich wirklich sehr. Und sie schauen auch lässig aus, vor allem die Kopfstützen. Ist einmal eine witzige Lösung, taugt mir. Was nicht so gelungen ist, sind die Spiegel hier. Die sind zum einen an der falschen Stelle. Das echte Modell hat die Spiegel vorne am Kotflügel. Und zwar sind die in einen hohen Bogen so geschwungen, gehen die raus. Ist aber schwer umzusetzen, hier bei diesem kleinen Modell. Nur was nicht passt, wenn man so drauf schaut von vorne, die sind innerhalb der Karosserie, was das angeht, wie weit sie rausstehen, das meine ich. Also normalerweise muss ein Spiegel außerhalb von der Karosserie sein, weil sonst sieht man ja nicht vorbei hinten. Hier zum Beispiel würde man nur das eigene Heck sehen, hier. Also das funktioniert nicht, die hätten weiter rausgemusst, aber so, ja. Zumindest sind welche dran, sagen wir mal so. Windschutzscheibenrahmen ist witzig gelöst, er ist einigermaßen stabil. Sie haben ihn an Balljoints hier und hier befestigt, und unterhalb ist es noch mit diesem Winkel da gelöst, damit er nicht zurückkippen kann. Also auch mal was Neues, was Nettes. Es gibt auch einen Rückspiegel, aber der lässt sich leider nicht verbiegen. Der steht leider immer so in dieser Position. Ja, macht nichts, aber zumindest haben sie dran gedacht. Ist doch schön.
Eine Motorabdeckung ist auch dazugekommen für links und rechts. Die haben sie auch mit Bolt Joints gemacht hier. Und hier ist es befestigt. So kriegt man auch eine schöne Schräge zusammen. Also auch designmäßig super gelöst. Was auch designmäßig super gelöst wurde, da drehe ich jetzt ein bisschen die Helligkeit auf. Das Heck. Das Heck ist dem Original wirklich sehr gut nachempfunden. Zum einen die Anordnung der 3 Lichter links und rechts ist voll dem Original genau gleich. Auspuff habe ich eh schon besprochen, ist auch super gemacht. Die ganzen Paneele hier sprechen dem Original sehr nach. Dieses hier, drunter sieht man die Luftauslässe von den Radiatoren, auch super gemacht. Hier Luftleitschaufeln und hier Diffuser sowieso. Also perfekt gemacht. Der Spoiler sieht auch dem Original sehr ähnlich. Also Hut ab vor dem Designer, der hat eine tolle Arbeit gemacht. Vor allem, dass er die Winkel da zusammengebracht hat, das gefällt mir sehr gut. Das haben sie wirklich toll gemacht und das ist auch in einer Flucht hier. Echt spitze. Was gibt es sonst noch zu sagen? So ist der Unterboden. Der Lenkeinschlag, wenn man gerade sieht, er ist wirklich sehr gering. Also das ist eigentlich alles, was er lenken kann. Aber es ist, wie man sieht, hier geht das. Moment, ich versuche es zu zoomen. Versuche zoomen. Geht das? Ist sehr knapp, sehr knapp. Es ist wirklich sehr knapp hier, dass das Vorderrad nicht ansteht. Da ist nicht viel Platz. Ich möchte es später dann probieren. Da innen sieht man es auch. Also so ist maximal und wenn er sich ein bisschen biegt, was hier passieren kann, dann steht er schon an hier. Ich müsste probieren, ob das irgendwie anders zum Lösen ist, aber sonst vom Lenkeinschlag her war es das. Das ist nicht wirklich berühmt. Hoppala. Jetzt habe ich das Lenkrad runtergerissen in meiner stürmischen Wut. Muss ich dann wieder befestigen. Gut. Das war es eigentlich zum Bauabschnitt D. Es geht jetzt weiter mit Bauabschnitt E. Und dort kommen jetzt die Motoren noch rein, ein paar Aufkleber rauf und dann ist das Modell fertig. Los geht's! Der Bauabschnitt E und zugleich der letzte ist beendet. Eingebaut habe ich, das sieht man jetzt nicht, die Motorisierung inklusive Lenkung. Und was man ein wenig sieht, sind die Aufkleber hier. Die sind auch noch drauf gekommen. Für den Motoreinbau habe ich ca. 30 Minuten gebraucht. Für die Aufkleber gute 15 Minuten. So wenig waren es dann auch nicht. Und wenn man es schön haben möchte, dass es auch einigermaßen gut aussieht und in einer Flucht ist, von den Aufklebern rede ich jetzt, dann braucht es schon eine Weile. Gut, was gibt es zu sagen? Der Einbau der Motorisierung, der Power Functions war relativ einfach. Es ist alles im Plan super dokumentiert. Es sind auch die Kabelführungen dokumentiert, wie man sie hinlegen muss.
Also von dem her gibt es überhaupt kein Problem. Aufkleber sowieso, wenn das jemand mag. Ich zeige es kurz im Detail. Der Aufkleber vorne ist dazugekommen. Der besteht aus 4 Teilen eigentlich. Einmal der linke von euch aus gesehen, dann der rechte. Das ist das große Panel, wird auf einmal geklebt. Das auch. Dann hier ein Teil und vorne die Spitze. Dann gibt es noch die Tagverlichter hier drunter. Das sind jeweils ein Aufkleber. Kann man ein bisschen runterrichten. So. Hinten bei der Motorabdeckung ein Aufkleber. Der besteht auch aus 2 Teilen, ist etwas größer, von vorne bis hier und von hier bis hier. Und am Spoiler ist auch noch einer drauf. Hinten der Wings-Aufkleber geht auch über das ganze Panel drüber. Sollte man auch schauen, dass das einigermaßen gerade drauf kommt. Armaturenbrett, da versuche ich jetzt zu zoomen. Einen Moment. Da ist in der Mittelkonsole der Aufkleber drauf gekommen. Ups, das ist jetzt fast zu hell. Und bei den Armaturen. Und so, jetzt driftet mir der Zoom ab. Und hier dieser Aufkleber da. Wie gesagt, gute 15 Minuten muss man rechnen dafür. Ich habe es bisher bei meinen Modellen, außer beim Lunatic Hospital, da habe ich Aufkleber verwendet. Da habe ich es ausnahmsweise mal probiert. Aber grundsätzlich bin ich nicht ein Freund der Aufkleber. Hier habe ich es ausnahmsweise gemacht, weil, wie gesagt, das Modell mir zur Verfügung gestellt wurde. Und da will ich mal nicht so sein. Also ja, vorne habe ich noch vergessen, 2 Aufkleber. Hier ein Panel und hier ein Panel, der auch Lufteinlässe da mitgezeichnet hat. Und darunter sind auch noch 2 dazugekommen, die simulieren quasi das Licht, weil der hat ja 4 kleine Ellipsoid-Scheinwerfer und das wird hiermit auch ein bisschen stilisiert. Zur Motorisierung. Wie gesagt, es hat kein Problem gegeben. Es war alles tipptopp beim Einbau. Ich habe es in der Fotostrecke so dokumentiert. Allerdings, beim Fahren habe ich ein kleines Problem gehabt. Ich zeige es mal kurz her. Man kommt auch super zum Einschalten. Braucht man nur hier rein, den Knopf drücken. No. Ja, blinkt schon. Hier sieht man es rot blinken. Dann muss man die Fernbedienung nehmen. Einmal draufdrücken. Bei Kader ist es ein wenig anders. Jawohl, läuft schon. Und sie ist schon verbunden. Es leuchtet allerdings rot, wenn es verbunden ist, obwohl der Motor läuft, wie man sieht. Leuchtet es rot, es leuchtet nicht grün. Kein Problem. Beim Aufladen blinkt es auch und wenn es voll ist, der Akku, dann leuchtet es auch grün. Hier kommen 2 Doppel-A-Batterien rein. Man kann die Laufrichtung der Motoren ganz einfach ändern, indem man die kleinen Schalter-Switche umlegt. Dann kann man das einfach umändern. Für hier vorne gibt es auch 2 Switches, die kann man dann auch umändern, die Drehrichtung, und das war's. Okay, so, hier sieht man vorwärts, rückwärts, man hat es auch schon ein bisschen krachen gehört, das ist nämlich das Problem, was ich gerade zeigen wollte. Hier einmal links und einmal rechts die Lenkung, auch kein Problem. Da ist was gepickt und Lichter gibt es auch. So sieht das Ganze dann von unten aus. Servo, L-Motor.
Wie gesagt, da drin ist der Akku versteckt. Hier. Alles super. Gibt es überhaupt kein Thema. Nur beim Fahren gibt es ein kleines Problem. Ich habe, wie ich ihn fertig gebaut habe, wollte ich ihn kurz testen, weil ich schon eine große Vorfreude gehabt habe. Und es hat von Anfang an immer ein wenig gekracht beim Fahren. War ich schon ein bisschen skeptisch, denke mir, aha, was ist da los? Kann ja nicht sein. Und habe dann einmal vorwärts, rückwärts etwas schneller fahren wollen. Also in der Kehrtwende bin ich einmal vorwärts gefahren und habe dann, ohne dass er ausrollt, gleich auf rückwärts geschaltet. Dann hat es einen großen Kracher gemacht und seither kracht er eigentlich immer. Dann bin ich auf Fehlersuche gegangen, habe hinten die Motorabdeckung runtergenommen und habe dann gesehen, dass beim kleinen schwarzen Zahnrad, das direkt auf das Differential greift, ein Zahn abgebrochen ist. Ja, jetzt ist halt die Frage, war es Materialermüdung vom Zahnrad her? War es von Haus aus ein schlechtes Zahnrad? Oder gibt es da generell ein Problem? Was ich aber nicht glaube, weil das Modell ist nicht schwer. Ich habe es abgewogen, 1575 Gramm. Und es ist auch keine extra große Belastung. Also ich bin mit meinen Modellen schon mehrmals gefahren und da hat es nie irgendwie ein Problem gegeben. Also vielleicht war es wirklich ein defektes Zahnrad. Es gibt auch nur dieses eine in diesem Modell, das schwarze kleine. Es gibt kein anderes. Und ich schätze mal, das dürfte von Anfang an ein kleines Problem gehabt haben. Ja, so viel mal dazu. Ich komme jetzt zu Facts und Fazit und dann machen wir noch eine kleine Fahraufnahme, weil zerlegen wollte ich es nicht, weil das ist im Bauabschnitt B, dieses Zahnrad, von dem ich gerade gesprochen habe, ziemlich am Anfang drin. Also ich müsste das komplette Heck zerlegen, um zu diesem Zahnrad hinzukommen, und das möchte ich mir aber ersparen. Gut, kurz Facts und Fazit. So, da, Facts und Fazit sind wir angekommen. Und zwar, dieses Modell wird gebaut in 429 Bauschritten, aufgeteilt in 5 Bauabschnitten. A bis E wird das bei CADA so betitelt. 20 einzelne Tüten hat es gegeben, in jedem Bauabschnitt einige. 11 Stunden insgesamt habe ich daran gebaut, bis er fertig geworden ist. Also inklusive Aufkleber, inklusive Motorisierung. Die Länge von diesem Modell ist 48 cm. Eine Breite haben wir von 20,5 cm und eine Höhe von 12,8. Gewicht, habe ich schon vorher erwähnt, 1575 Gramm. Es ist vom Gewicht her okay. Es ist nicht der leichteste, er ist aber auch nicht der schwerste. Optisch gefällt er mir sehr gut. Ich kann ja kurz mal was einblenden, wie das Original aussieht. Er ist dem wirklich sehr, sehr gut nachempfunden. Das Originalmodell, wenn wir schon dabei sind, wurde herausgebracht im Frühjahr 2020. Das heißt, wie gesagt, Pagani Huayra Roadster BC. Das BC, also BC, steht
für Benny Caiola. Das war der erste Pagani-Kunde. Der ist leider gestorben 2010, aber zu seinem Ehren hat Horacio Pagani gedacht, ich benenne ein Fahrzeugmodell nach dir. 802 PS hat das Originalmodell, 802 PS bei knapp 1250 Kilo, also da kann man sich schon ausmalen, wie das Ding abgehen muss, also unglaublich. 4 Turbolader hat der Motor. Es ist von AMG ein Motor, aber Pagani hat seit neuestem, sagt Pagani, es ist ein Pagani-Motor, nicht mehr ein AMG-Motor, weil sie ja da doch einiges neu machen und adaptieren und ein bisschen was umbauen. Wie gesagt, 4 Turbolader, 12 Zylinder, ein 6 Liter Motor, 6 Liter Hubraum. 1050 Newtonmeter hat der Motor. Kosten tut dieses Auto ohne Steuern, also wenn ich jetzt zu Pagani gehe und sage, ich möchte bitte dieses Auto haben, zum einen kriege ich es nicht mehr, weil es ist limitiert auf 40 Stück, plus 4 Stück Prototypen, die werden auch verkauft. Kostet mich das bei Pagani 3,2 Millionen Euro. Und ich muss es dann noch, je nachdem in welchem Land ich bin, muss ich das halt dann noch versteuern. Es ist irgendwo günstiger, anderswo ist es ein bisschen teurer. Und es sollte eigentlich so nicht gebaut werden, aber ein Kunde von Pagani hat dem Chef, dem Horacio Pagani, einen Blankoscheck ausgestellt. Und er hat gesagt, bitte bau einen Roadster BC. Das will ich unbedingt haben. Koste es, was es wolle. Und dann hat sie Pagani halt weichklopfen lassen und hat gemeint, okay, passt. Und 4 Jahre später ist er dann herausgekommen. Zum Coupé hat sich einiges getan. Also dieses Jahr der Roadster, der offene. Es gibt auch einen Huayra BC alleine, das ist dann das Coupé mit geschlossenem Dach. Und beim Roadster, bei diesem Modell hier, haben sie an der Aerodynamik gefeilt. Und da hat Pagani mal gemeint, es wäre ja ein leichtes, wenn man die Bodenfreiheit etwas absenkt, ein bisschen tiefer legt das Ganze. Das bringt aerodynamisch schon sehr viel. Aber das wollten sie nicht, weil die Sicherheit dann, wenn ich auf unebenen Straßen fahre, dann nicht mehr so gegeben ist. Es kann sein, dass ich ein bisschen aufsetze und wenn ich dann in einer schnellen Kurve bin und aufsetze, dann kann es schon sein, dass ich dann einen Abflug mache. Sie haben das dann anders gelöst. Sie haben durch interne Luftführung, hinten beim Motor, vorne und so weiter, haben sie eine bessere Aerodynamik zusammengebracht. Sie haben auch eine wellenartige Form des Spoilers. Man sieht da sogar in diesem kleinen Modell, es ist geschwungen, die Spoiler. Auch vorne bei den Flaps haben sie was gemacht. Das ist alles ein bisschen geschwungen. Es ist sogar in diesem Modell bewusst nachgebaut worden. Bin ich echt begeistert, super. Und Pagani sagt, beim Originalmodell bin ich bei ca. 500 Kilo Anpressdruck bei 280 km/h. Das wird unter anderem auch durch den Heckdiffuser, was man da sieht, erreicht. Es sind auch neu entwickelte Bremsen dazugekommen und das Fahrwerk unterstützt auch die Bremsen, sprich es sind vorne elektrische Dämpfer verbaut und wenn ich jetzt ziemlich stark einbremse, ist es ja natürlich, dass das Auto dann vorne eintaucht und mit dem elektronischen Fahrwerk wirke ich dem entgegen, dass ich die Dämpfer härter mache und sogar es leicht vorn anhebe, weil die dynamische Kraftverteilung ja das Auto sowieso niederdrückt und durch das leichte Anheben stabilisiere ich das wieder beim Bremsen. Es ist auch ein neuer Auspuff hinzugekommen. Es ist eben, wie gesagt, schon öfters hier im Video
dass es eine typische vierflutige Auspuffanlage gibt von Pagani und ausnahmsweise diesmal auch haben sie im Diffusor, das ist glaube ich bei den äußeren, haben sie noch 2 Auspuffrohre zusätzlich versteckt, denn 2 Auspuffrohre ergeben mehr Sound und das ist direkt abcut, ist nur mehr ein Rohr und da gehen 2 Auspuffe hier raus aus dem Diffusor. Super gemacht, perfekt. Sind natürlich alles Titan-Auspuffrohre, haben auch so einen schönen bläulichen Schimmer durch die Hitze, was sie dann verfärben, schaut extrem cool aus. Er hat auch verbaut kein Doppelkupplungsgetriebe, hier sieht man den Schalthebel auch angedeutet. Pagani verbaut sequentielle Schaltgetriebe. Ich will jetzt nicht länger darauf eingehen, was ein sequentielles Schaltgetriebe anders macht als ein Doppelkupplungsgetriebe, weil sonst schmiere ich wieder ab mit der Zeit, was das Video braucht. Pagani macht das deshalb, also verbaut das sequentielle Getriebe deshalb, weil es Gewichtsersparnis bringt. Apropos Gewichtsersparnis, in diesem Auto werden hauptsächlich Titanschrauben verbaut, egal wo. Und diese Titanschrauben haben auch sämtlich alle Schrauben haben ein Pagani-Logo am Kopf der Schraube. Und allein diese Schrauben, die hier verbaut sind, Titanschrauben, haben einen Wert von über 100.000 Euro. Das muss man sich mal vorstellen. Es ist unglaublich, was in dem Auto alles drinsteckt. Selbst das Carbon, also das Auto besteht komplett aus Carbon, die Außenhaut, das Chassis, es sind schon der Frame, der Hilfsrahmen, wo den Motor trägt und die Achse, das ist schon aus Aluminium, glaube ich. Aber Außenhaut und so, also alles, was man aus- und sieht und auch beim Einstieg und so weiter, das ist alles Carbon. Und Pagani wäre nicht Pagani. Der benutzt natürlich ein eigenes Carbon. Das ist nämlich ein Carbon-Titanium-Gemisch, das heißt genau HP62, ist 20% steifer als normales Carbon, also die normale Carbonfasermischung, aber um 450% teurer als ein normales Carbon. Also Pagani tut echt klotzen statt kleckern. Es ist schon Wahnsinn. Gut, so viel dazu. Ich will nicht wieder ausschweifend werden. Wie gesagt, sonst wird das Video noch länger. Pro und Contra hätten wir noch. Und zwar auf der Pro-Seite steht ein toller Bauspaß bei diesem Modell. Die Bauteile, was hier verwendet werden, also was Kader hier verwendet, die greift schon wieder die Radläufe an, sind spitze. Es ist ein riesig großes, haptisches, tolles Erlebnis, diese Bauteile in den Händen zu halten. Es ist auch ein schönes Modell draus geworden und der Preis, finde ich, ist auch okay. Bei LSD habe ich geschaut, inklusive Originalverpackung kostet das um die 78, 79 Euro, ich glaube so ungefähr, wenn jetzt mit alles täuscht. Also im Großen und Ganzen top. Chromfelgen dabei und das Chrom ist wirklich schön. Es hat auch keinen Fehler, es glänzt toll. Spitze, ich könnte wirklich nichts Negatives sagen. Als Kontrapunkt leider habe ich schon vorher erwähnt, das defekte Zahnrad, da ist ein Zahn abgebrochen. Ich habe zwar hingesehen, aber das auszubauen, da müsste ich wirklich das komplette Heck auseinandernehmen bis runter zur Achse und das wäre, wie gesagt, bei Bauabschnitt B, beim zweiten Bauabschnitt schon am Anfang gewesen. Also da kommt noch sehr viel drauf. Und das wollte ich mir jetzt nicht antun, also die Zeit habe ich mir jetzt nicht nehmen wollen. Er geht zum Fahren, das zeige ich noch. Es kracht halt ein wenig, weil es immer wieder hängt, das Zahnrad, und überspringt. Ja, leider. Und was noch ein kleiner Kritikpunkt ist, der kleine Lenkeinschlag. Also da hätte ich auch gern etwas anderes gehabt, aber es geht sie leider nicht anders aus. Vielleicht wäre noch eine Spur gegangen, wenn ich statt den Roundstud eine Round Plate genommen hätte, die oben dann die Noppe nicht hat.
aber da bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie das dann mit Lenken ausgeht. Ja, vielleicht probiere ich es noch, schauen wir mal, aber ich glaube, dass ich es nicht machen werde, weil ich zeitmäßig da nicht ganz hinkomme. Und ich möchte ja quasi die Autos und Modelle so vorstellen, wie sich der Hersteller das so gedacht hat. Gut, das wäre es zu den Kontrapunkten. Eigentlich nur 2, ganz wenige. Ist eher positiv als negativ, das Modell. Ich möchte mich noch hiermit bei Lesti bedanken, dass sie mir das Modell zur Verfügung gestellt haben. Es war ein toller Bau, es hat Spaß gemacht und so bin ich zu dem Modell gekommen. Ich glaube, ich hätte mir ihn so nicht gekauft, weil er unter meinem Radar durchgeschlupft ist. Ich halte immer Ausschau nach größeren Modellen. Also unter 2000 Teile habe ich eher wenig Modelle, weil ich eher ein Fan der großen Modelle bin. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Es machen auch Modelle unter 2000 Teile genauso viel Spaß. Toll! Somit, wie gesagt, möchte ich mich nochmal bei Lesti bedanken, möchte mich auch bei den Zuschauern bedanken, die wieder so lange dabei geblieben sind. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich wünsche noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.